Hallo ihr Lieben, heute geht's süß daher. Wir machen nämlich etwas richtig Süßes aus der türkischen Küche. Und zwar machen wir, wie heißt es nochmal? Pascha Sarması mit Kadayıf. Also ihr dürft euch darunter Folgendes vorstellen. Wir haben einen Milchpudding, den wir auf Engelshaar ausbreiten. Engelshaar, das sind diese Teigfäden, die zeige ich euch gleich auch. Und ich beginne auch direkt. Ihr findet ja wie immer die ganz genauen Mengenangaben unten in der Videobeschreibung. Und Hamza, wir beide starten jetzt direkt, ne? Also, ich habe jetzt hier mein Engelshaar, was ich jetzt so grob durchschneide, weil es klebt dann schon ziemlich zusammen und die Fäden sind auch relativ lang. Daher einmal grob durchschneiden und dann gebe ich es auch schon in die Pfanne. So, das Engelshaar muss auch noch so ein bisschen auseinandergerupft werden, weil das schon ziemlich zusammengepresst ist. Also macht das einfach in der Pfanne direkt und dann geben wir Butter mit dazu. Und das Ganze soll jetzt richtig schön, ja, so rötlich braun werden, damit es auch was fürs Auge ist und damit es auch richtig schön knusprig ist und gut schmeckt. So, das nimmt jetzt auch ein paar Minuten Zeit in Anspruch. Also ihr müsst schon so mit 5 Minuten rechnen, bis es hier richtig schöne Bräune erhält. Und jetzt geben wir Puderzucker dazu, weil ich das schon gern ein bisschen süßen möchte. Aber kein Kristallzucker. Puderzucker kann sich jetzt besser auflösen. Und sobald es sich aufgelöst hat, gebe ich alles auf mein Backblech. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Kadayıf-Masse jetzt total gerade und gleichmäßig verteilt. Das Blech, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt den Pudding. Und dafür habe ich hier Milch in meinem Topf und da gebe ich jetzt folgende Zutaten hinzu. Natürlich Zucker für die Süße. Dann habe ich hier Mehl und Vanillepuddingpulver und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich zum Vanillepuddingpulver immer noch Vanilleextrakt mit dazugebe, weil mir das sonst viel zu wenig Vanillegeschmack ist und es ist ja auch künstliche Vanille da drin. Und hier haben wir dann echte Vanille, damit aromatisiere ich das noch mehr und dann rühre ich das um, sodass es klümpchenfrei ist und anschließend wird es unter Rühren einmal aufgekocht. Das wird so lecker. Oh ja. So, jetzt ist der Pudding schön dick. Ich habe den Herd ausgeschaltet und gebe jetzt Butter dazu. Das lasst ihr in der Hitze einfach schmelzen und rührt es dann unter. So, und jetzt geben wir den Pudding noch im heißen Zustand. Das ist ja wichtig, damit er eben nicht fest wird und ihr ihn verstreichen könnt. Geben wir ihn jetzt auf die Kadayıf-Schicht und das am besten gleichmäßig, damit ihr so wenig wie möglich verstreichen müsst. Was ist denn deine Schürze hin? Die habe ich jetzt einfach weggetan. Ist nämlich echt warm hier mit den ganzen Lichtern. So, und jetzt, oh, das ist so satisfying. Das ist mein Lieblingswort. Schaut euch das mal an. Boah. Ich liebe Pudding. So, beim Verstreichen mit der Winkelpalette darauf achten, dass ihr wirklich vorsichtig verstreicht und ganz langsam mit ganz viel Gefühl. So, und jetzt muss es eigentlich nur noch auskühlen, ehe wir es aufrollen können. Das ist ganz wichtig. Entweder bei Raumtemperatur, dann dauert es erheblich länger, oder im Kühlschrank. Ich bin jetzt so schlau, Achtung Werbung, ich werde jetzt die Bügel hier einfach einfahren von meinem Backblech. Dann passt das nämlich wunderbar bei mir in den Kühlschrank. Und dann dauert es auch nicht so lange. Dann kann ich gleich schon mal weiterrollen oder aufrollen. Ja. Unglaublich. Also, bis gleich. Ciao. So, das war jetzt bei mir für ca. 45 Minuten im Kühlschrank. Konnte jetzt richtig schön auskühlen und fest werden. Und jetzt nehmt ihr euch ein Messer oder so ein Teigrad und schneidet euch Streifen. Und die Streifen werde ich dann nochmal halbieren, damit ich eben nicht so große Röllchen habe. Sie sollen ja auch so richtig mundgerecht und portionsgerecht sein. So, ich schneide jetzt einfach mal drauf los.
So, ich rolle jetzt weiter vor mich hin, verabschiede euch aber schon mal. Ihr könnt natürlich bei der Deko variieren. Ich nehme jetzt ganz klassisch Pistazien. Ist für mich immer so typisch türkisch und generell typisch orientalisch. Was ich auch gesehen habe, was viele machen, sind Nüsse noch mit reintun. Zum Beispiel Walnüsse, ihr könnt auch Kokosnüsse noch mit reintun, bevor ihr es aufrollt. Ich mag es jetzt lieber pur oder ihr könnt auch Soßen oben drüber geben, Schokosoße zum Beispiel, ganz wie ihr möchtet. Und ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Freude beim Nachmachen. Und ich freue mich jetzt schon über eure Fotos auf Instagram. Da markiert ihr mich dann fleißig, dann kann ich es sehen und reposten. Und ansonsten noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!